Hallo meine Lieben, ich hatte euch mit dem Cricut Maker bis jetzt ja schon einiges gezeigt, aber was da noch nicht dabei war, war, wie ihr Holz schneiden könnt und das holen wir heute nach. Und zwar machen wir ein kleines Holzschild. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein spezielles Holzschild. Da habe ich einerseits Holz mit dem Cricut Maker ausgeschnitten, dann einen Stencil, um hier unten die Schrift mit Acrylfarbe zu machen. Und das Besondere an diesem Schild ist, ihr könnt es pro Saison oder auf was immer ihr Lust habt, könnt ihr das anpassen. Und zwar dieses Element hier ist mit einem Klettverschluss hier dran befestigt. Das heißt, das könnt ihr ganz einfach anpassen. Da könnt ihr zum Beispiel im Sommer Blumen, Schmetterlinge, im Winter Schneeflocken, Thanksgiving oder Halloween oder so ein Pumpkin, was auch immer ihr machen wollt. Und so könnt ihr das wunderbar anpassen und das hält dann auch, also ne, da fällt nichts runter. Und so könnt ihr das entweder aufstellen oder irgendwo dranhängen. Und wie ihr das alles machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist so einiges. Ich habe hier zum Start einfach so ein Holzbrett. Das habe ich auch schon angemalt, einfach mit einem Acryllack, Buntlack und Grundierung. Und das ist weiß. Den werde ich auch noch verwenden fürs Schablonieren. Das zeige ich euch aber dann warum. Das ist das. Dann habe ich mir aus Papier schon eine Schablone ausgeschnitten, einfach damit ich dann weiß, wo auf dem Brett ich die Buchstaben anbringen muss. Und die einzelnen Buchstaben einfach, damit ihr seht, die sind gar nicht jetzt so riesig und die werde ich dann aus dem Basswood oder Basalholz ausschneiden. Da sind 2 Platten in diesem Paket drin und da werde ich garantiert nicht alles brauchen, weil eben die Buchstaben gar nicht so groß sind. Trotzdem solltet ihr euch hier ein bisschen Zeit einrechnen, weil Holz schneiden braucht immer eine Weile. Zum Schneiden braucht ihr das Deep Point Blade oder das Knife Blade, so heißt es. Dann von den Matten her, ich habe hier eine Schablonierfolie, die ich verwende, um unten auf dem Brett den Schriftzug zu machen. Und deshalb habe ich die Standard Grip Matte auf dem Tisch, die kleine und die große, weil es hängt ein bisschen davon ab, wie groß euer Projekt ist, ob das dann auf der normalen passt oder ob ihr die lange braucht. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Strong Grip Matte für das Holz und das müssen wir dann auch noch mit Painter's Tape oder Malerkrepp festmachen. Dann zum Entgittern von der Schablone habe ich mein selbst gebasteltes Entgitterungstool und dann vom Anmalen her werde ich die Buchstaben schwarz anmalen. Hier habe ich einfach ein Buntlack Acryl schwarz. Und einen Pinsel, das ist dann für die Buchstaben und unten für den Schriftzug. Auch da das Schablonieren werde ich mit dieser Farbe machen. Das Einzige, was ich anders mache, ich habe anstatt das O von Home habe ich ein Herz. Da habe ich eine rosa Farbe. Damit werde ich das anfärben. Weil das Ziel ist ja, dass dieses Element, was quasi den O ersetzt, dass ihr das immer wieder austauschen könnt. Und daher braucht ihr auch, um das hinten zu befestigen, so einen Klettverschluss, ein kleines Stück, was einfach genug groß ist für euer Element. Und das habe ich jetzt nicht auf dem Tisch, aber um die Buchstaben festzukleben, plus das hier dann hinten auf dem Herzholz, da braucht ihr noch die Heißklebepistole. Und ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, den Stupser, den habe ich einfach, um die Farbe dann durch die Schablone auf mein Brett aufzubringen.
Und ich habe immer ein paar Handschuhe auf dem Tisch, wenn ich mit Farbe arbeite. Aber ich würde sagen, das ist auch schon alles, was man braucht, wenn ihr ein Brett habt, was noch nicht vorgefertigt ist. Na, meins hat hier quasi schon die Einbuchtung, damit man das aufhängen kann. Dann braucht ihr dann irgendwas zum Aufhängen, wenn ihr das wollt. Oder ihr könnt es auch irgendwo aufstellen. Aber das Ziel wäre ja eigentlich sowas zum Beispiel an die Haustür zu machen, wo ihr dann saisonal dieses Element für den O ersetzen könnt mit zum Beispiel Weihnachtsbäumen, Weihnachtssternen, Pumpkin, wenn es um Halloween geht, oder im Frühling könnt ihr eine Blume machen, was auch immer ihr wollt. Das finde ich das Coole dran, dass eben ein Element immer austauschbar ist. Ich werde aber heute nur eines machen, einfach damit ihr das Prinzip seht. Als allererstes würde ich sagen, starten wir auf dem Design Space, damit ich schon mal anfangen kann, das Holz zu schneiden. Was habe ich hier gemacht? Ich habe zuerst hier ein Rechteck eingefügt und das auf die Größe, wie mein Holz ist, auf das ich das Ganze aufbringen will, einfach damit ich das Ganze ausrichten kann und sehe, wie groß die einzelnen Elemente werden sollen. Das ist bei mir 30 cm mal 20 cm. Dann habe ich eine Schrift eingefügt mit diesem Home und da ist im Moment das Home noch da. Das habe ich einfach da gelassen, damit ich es dann das Herz richtig platzieren kann. Das brauche ich aber nicht. Und dann habe ich ganz einfach noch ein Herz eingefügt über die Bilder. Und das habe ich dann so auf dem Brett platziert, wo ich das Gefühl habe, dass das hin muss. Das ist das. Und dann habe ich ein weiteres Element eingefügt. Das heißt, ich habe hier ein Rechteck gemacht und dann eine Schrift. Und die wird dann aus dem Schablonenmaterial von dieser Oralfolie, werde ich die ausschneiden. Und hier natürlich, wie immer, wenn ihr solche Schriften habt, müsst ihr gucken, dass ihr die zusammenhängt. Das heißt, ich habe hier ein Element, mit dem ich arbeiten werde. Dann habe ich die Buchstaben als ein Element und das brauche ich nicht, weil das war nur zum Platzieren. Und vielleicht noch, damit ihr seht, wie ich die Papierschablone gemacht habe, die ich euch vorhin gezeigt habe. Da hatte ich einfach geguckt, wenn das hier drauf ist und das Home war vorher in etwa hier, dann habe ich ganz einfach dieses Rechteck plus den Schriftzug habe ich dupliziert und dann das Rechteck in der Größe einfach so verändert, dass es oberhalb von der Schablonenfolie zu liegen kommt. So kann ich das ganz einfach oben am Brett dann ausrichten und weiß dann, wo ich meine Buchstaben anbringen muss. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich hatte das ganz einfach aus einem Papier ausgeplottet. Jetzt kümmern wir uns zuerst kurz um die Schablonierfolie. Deshalb blende ich das andere aus, so dass ich nur noch die habe. Dann kann ich hier auf Herstellen gehen. Und aufgrund der Größe, die ich habe, brauche ich die lange Matte. Das ist okay. Wenn ihr nur die kurze Matte habt, dann müsstet ihr einfach das Element kleiner machen. Aber ich wollte halt einfach, dass es wirklich schön breit über das ganze Brett geht. Und dann wähle ich hier ganz einfach Vinyl aus. Von der Dicke her passt es. Und das kann ich dann kurz ausplotten. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. Entgittern kann ich das nachher, weil das wird einige Zeit dauern mit dem Holz. Und dann kann ich mich dann in der Zeit um das kümmern. Dann kann ich hier sagen fertigstellen und das Element ausblenden und dann kommen wir zum Holz.
Hier, wie gesagt, das O brauche ich nicht und ich muss das jetzt auch wieder trennen, weil ich will, dass das möglichst platzsparend auf dem Holz dann ausgeplottet wird. Und genau das mache ich. Ich werde die Buchstaben ein bisschen mehr weiter innen platzieren. Einfach aufgrund dessen, dass ich das ringsherum noch abtapen muss und ich will nicht, dass sich da irgendwas dann verschiebt. Aber so sollte das funktionieren. Dann beim Material gehen wir auf Sonstiges. Und hier haben wir jetzt Lindenholz, Basswood. Und da gibt es ein 1,6 mm und ein 0,8 mm. Dummerweise steht auf der Verpackung nirgends drauf, welches das ist. Und deshalb gehe ich jetzt auf sicher. Also ich habe es abgemessen. Ich habe das Gefühl, das ist ein 1,6er. Und sicher ist sicher, deshalb nehme ich das. Und der sagt jetzt, ich soll die Schneiderklinge in die Klemme B und dann die Matte laden. Und genau das mache ich. Das heißt, hier laden wir das andere Messer. Dann müssen wir die Matte vorbereiten. Schöne Seite des Holzes oben. Dann gut festdrücken. Und jetzt muss das Ganze ringsherum mit Tape abgetaped werden. Und deshalb bin ich mit den Buchstaben auch ein bisschen weiter reingegangen. Was jetzt auch noch wichtig ist, ist, dass ihr diese Räder alle nach rechts verschiebt. Und dann können wir das Ganze laden. Und den dann arbeiten lassen. Er sagt mir, das dauert 14 Durchgänge, von dem her lasse ich den jetzt einfach arbeiten. Respektive in der Zeit, wo der arbeitet, kann ich hier einfach noch meine Schablone entgittern. Und da es eine Schablone ist, einfach dran denken, dass ihr das entgittert, wo Farbe hin soll. Das heißt, nicht um die Schrift herum, sondern die Schrift kommt weg. Und für solche filigranen Teile vielleicht auch noch der Tipp. Ich habe dieses Entgitterungstool quasi selber gebastelt, weil das ist ja eher schon ein bisschen größer. Es funktioniert wunderbar für Vinyl und solche Sachen, aber gerade so für filigrane Sachen, das ist ganz einfach ein Bleistift, wo ich vorne die Kappe abgeschraubt habe, eine kleine Nadel reingestoßen habe. Und so hält es auch wunderbar und ich kann wunderbar damit arbeiten. Was ich ganz vergessen habe, und sorry wegen dem Lärm nebendran, die Maschine ist im Arbeiten, aber was ich vergessen habe, ist das Übertragungsmedium. Ich habe hier ganz einfach so einen Kleber und damit der jetzt nicht allzu fest klebt, es geht nur darum, damit ich das heben kann und übertragen kann, klebe ich den jeweils kurz auf meine Kleider und reiße den ein paar Mal ab, damit hier so Fussel drauf sind und er dadurch an Klebekraft verliert. Story that would never end. Never thought I'd feel
Das liebe ich so an der Orakalfolie. Die ist wirklich, die ist halt nicht so wie das Vinyl, sondern, wenn ihr euch das anguckt, die ist nicht so robust. Und dadurch könnt ihr die viel besser auf so unebene Sachen wie Holz draufkleben. Damit ich hier aber trotzdem nicht Gefahr laufe, dass Farbe drunter läuft, nehme ich eben immer die Farbe, mit der ich grundiert habe und tupfe da ein ganz kleines bisschen drauf und lasse das kurz trocknen und gehe dann erst mit der anderen Farbe drüber. Was ihr damit macht, ihr verschließt quasi den Übergang von der Schablone zum Holz. Das heißt, wenn jetzt was drunter läuft, dann ist es die weiße Farbe und die seht ihr nicht, weil das die Farbe vom Holz ist. So, das müsste eigentlich passen. Jetzt kann ich das kurz trocknen lassen. Passgenau dazu ist auch mein Holz fertig geworden. Und ich nehme die Matte noch nicht raus, sondern ich gucke zuerst, hat es das wirklich gut geschnitten. Und das scheint tatsächlich der Fall zu sein, somit kann ich das rausnehmen. Nur um euch das zu zeigen, wie perfekt es geschnitten hat. Ich finde es Hammer. Alles ganz geblieben. Natürlich könnt ihr nicht extrem filigran gehen, aber für solche Teile ist es absolut perfekt. Das würdet ihr mit so einer kleinen Säge so schön nicht hinbekommen. Und da das eben eine maximale Schnitttiefe 1,6 mm, auch das hat hier wunderbar funktioniert. Und in der Zeit, wo das Weiß hier drauf noch trocknet, kann ich mich um die Buchstaben kümmern. Ich gehe da jeweils auch gar nicht mit einer dicken Schicht drauf, weil ich finde es immer schön, das habt ihr vielleicht beim Weiß vorhin auch schon gesehen, wenn die Struktur des Holzes noch so ein bisschen durchscheint, finde ich persönlich eher, oder finde ich schöner. Und dann mache ich hier auch gleich mit dem Stencil weiter. Da lieber zuerst eine dünne Schicht und dann geht ihr noch ein zweites Mal drüber. So, und dann kommt der Part, den ich persönlich immer am allercoolsten finde, nämlich die Schablone abzulösen. Ich hebe die immer so ein bisschen hoch und ziehe die schön langsam ab. Und dann können wir noch die Zwischenteile rauslösen. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. Ich zeige euch mal das Zwischenergebnis, einfach damit ihr seht, wie schön scharf
diese Linien werden mit der Folie und eben auch, wenn ihr drunter eine Grundierung macht zuerst, bevor ihr mit der richtigen Farbe drauf geht. Dann sieht es hier fast aus, als ob das Vinylfolie wäre, aber es ist tatsächlich Acrylfarbe. So, und dann können wir uns noch um die Buchstaben kümmern. Da klebe ich mir meinen Stencil einfach kurz fest, damit er nicht verrutscht, während ich arbeite. So, und dann können wir hier vom Heißkleber draufbringen. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Der Haar war bei mir am Anfang, hat es den so ein bisschen verbogen, weil ich die falsche Farbe verwendet habe. Ich habe so einen Buntlack verwendet, der zu wässrig war. Musste dann so ein bisschen auf eine andere Farbe wechseln. Aber ihr seht, wenn ihr es dann, weil das Holz so dünn ist, es verbiegt sich zwar, aber ihr könnt das wunderbar auch wieder fest runterdrücken, damit es dann wieder gerade ist. Und die Schablone ist halt einfach hilfreich, weil mit dem Heißkleber hat man nicht so extrem viel Zeit, die Buchstaben richtig anzubringen, bevor das trocknet. Und deshalb habe ich eben gerne eine Schablone, dann weiß ich sehr schnell genau, wo ich das Ganze anbringen muss. So, jetzt beim Herz läuft es ein bisschen anders. Und zwar, da habe ich mir einfach kurz ein Herz von Hand kurz nachgezeichnet, weil so kann ich sicher sein, dass ich an weiten Stellen das Klettband an derselben Stelle anbringe. Das heißt, ich nehme mein Herz, sowas, drehe das um und jetzt bringe ich mit dem Kleber schön passend hier hinten ein Teil des Klettverschlusses auf. Und den anderen Teil, die Elemente sind ja die immer wieder ausgetauscht werden. Hier auf dem Holz, weil das dick genug ist, werde ich das ganz einfach mit einem Tacker anbringen, damit es da wirklich gut hält. Ich weiß, ich hatte euch das vorher nicht gesagt, dass wir den brauchen, aber ihr könnt das wirklich auch mit dem Flüssigkleber machen. Geht natürlich auch. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Dann sitzt das hier felsenfest. Dann können wir die Schablone wieder wegnehmen. Und so haben wir das Schild, wo wir eben je nach Saison oder je nachdem, auf was wir Lust haben, hier ein Element anbringen können. Das hält auch, ne? Kann man wackeln und machen, wie man will. Und so habt ihr ein super cooles Holzschild, was auch extrem gut geworden ist mit dem Stencil. Und das könnt ihr an eure Tür hängen oder wo auch immer ihr das hinstellen wollt. Und dann je nach Saison nehmen wir das weg und bringen ein anderes Element an. Und das war es auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Calling sick in the morning, baby, don't leave.